Diesmal dreht sich alles um den PC und Zubehör. Ich stelle nun einige Features und interessante Neuheiten vor. Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Diesmal dreht sich alles um die Xbox Series X und Zubehör. Ich stelle nun die Konsole, ihre Anschlüsse sowie den sonstigen Packungsinhalt vor. Viel Spaß! Ja, soviel mal zum Vergleich eines Technikvideos, das ich vor 26 Jahren mal zum Spaß auf eine VHS-Kassette aufgenommen habe. Aber jetzt geht es ums Unboxing der Konsole. Ja, liegt auch schon alles bereit. Erfreulicherweise brauchen wir dafür nicht mal ein Cuttermesser oder eine Schere, da diese neuen Laschen man die Verpackung hier ganz einfach öffnen kann. Das sehen wir jetzt hier. Kann man also auch jederzeit dann wieder schließen, wenn man es dann wieder mal einpacken muss, in einem Garantiefall oder so. Also das heißt, einfach nur hier hochziehen und öffnen. Genau das gleiche hier an der Seite. Und hier ebenfalls. So, und dann können wir die Packung auch schon öffnen. Und sehen jetzt hier auch schon die Konsole. Ja, die eigentliche Konsole hier, dieser wunderschöne schwarze Würfel, der doch sehr irgendwie so ein bisschen an einen doppelten Gamecube erinnert, von der Ausmaße her. Den schauen wir uns dann nachher das genauer an. Erstmal jetzt hier raus damit und dann hier auch die Verpackung erstmal weg. Hier sehen wir dann das sonstige Zubehör. Das befindet sich hier in so einer extra Schachtel. Da haben wir dann hier zum Beispiel ein HDMI-Kabel. Angeblich auch schon HDMI 2.1 kompatibel. Kann ich jetzt nicht überprüfen, da ich keinen entsprechenden Fernseher habe. Hier das Stromkabel. Ja, ihr seht richtig. Es gibt kein externes Netzteil mehr, das ist in der Konsole jetzt schon verbaut. Dann haben wir hier jetzt schon den wunderschönen und etwas überarbeiteten Wireless-Controller. Das sehen wir jetzt hier an dieser neuen Share-Taste. Gehe ich gleich nochmal etwas genauer drauf ein. Im eleganten Schwarz gehalten und auch hier wieder Batterien, das hat sich also nicht geändert, es gibt keinen fest verbauten Akku, sondern Batterien. Natürlich kann man auch Akkus verwenden, die man dann damit aufladen kann, aber die sind jetzt nur normale Duracell-Batterien, nehme ich mal an, sieht jedenfalls so aus, dabei. Und wie ich sehe, sind die Handbücher auch um ein Vielfaches geschrumpft. Es gibt jetzt nur noch ein Handbuch hier für die Sicherheitsbestimmungen. Also eine Beilage, die man nicht liest, heutzutage jedenfalls nicht mehr. Dann haben wir hier noch so ein Support-Faltblatt, falls man den mal braucht. Ja, mit den nötigsten Erklärungen. Das war es im Prinzip auch schon. Also wie gesagt, Papierkram ist ziemlich geschrumpft und die Packung ist damit auch schon leer und auf den Rest gehen wir dann gleich ein. So, dann schauen wir uns das Gerät mal etwas genauer an, insbesondere hier die Anschlüsse und alles. Hier vorne sehen wir wieder dieses Blu-ray-Laufwerk, wieder wie bei der Xbox One X ein UHD-Laufwerk, übrigens auch der gleiche Typ, soweit mir bekannt ist. Hier der Auswurfknopf, die Auswurftaste. Dann hier der Connect-Button für den Controller und hier ein USB-Anschluss hier unten links. Der Einschaltbutton befindet sich hier oben rechts. So, dann haben wir jetzt hier die Rückseite. Wie gesagt, von der Form her erinnert mich das Ganze an einen doppelten Gamecube, also einen Gamecube, der sozusagen übereinander gestapelt ist. Im Prinzip ist es aber nichts anderes als ein Mini-Tower oder Mikro-Tower auf PC-Technik basierend.
Und jetzt kommen wir mal zu den Anschlüssen. Ja, und da fällt sofort auf, dass einige Anschlüsse weggefallen sind. Zum Beispiel fehlt hier der HDMI-Eingang. Es gibt also nur noch einen HDMI-Ausgang und somit kann man das Gerät nicht mehr zur Ansteuerung von TV-Receivern bzw. als Set-Top-Box verwenden. Ja, da hat Microsoft also gespart. Wahrscheinlich war das Feature auch nicht allzu oft genutzt worden. Ich weiß es nicht genau. Hier haben wir dann den Netzanschluss. Ja, wie gesagt, das Netzteil befindet sich jetzt hier in der Konsole. Hier haben wir einen gewöhnlichen LAN-Anschluss. Dann hier zwei USB 3.2 Anschlüsse für externe Festplatten. Und hier die neue Speichererweiterung. Ja, also es gibt hier einen neuen Speichererweiterungsslot für schnellen SSD-Speicher. Das ist ein spezieller Speicher, der von Seagate entwickelt wurde. Und bislang gibt es nur 1 Terabyte Speichererweiterung. Das ist also wie gesagt ein spezieller Standard für die neuen Spieler, damit die auf die schnelle SSD-Technik zugreifen können. Denn die Xbox Series X verwendet als Festplatte ja nur noch SSD-Speicher und keine physikalische Festplatte mehr. Und durch diesen Anschluss ist sichergestellt, dass man die gleiche Bandbreite bzw. Geschwindigkeit wie die interne SSD erreicht. Das Ganze basiert auf PCI Express 4.0, wie das auch bei aktuellen PC-Boards der Fall ist. Des Weiteren gibt es auch keinen ER-Ausgang mehr und was insbesondere einige Besitzer von älteren AV-Receivern ärgern wird, keinen optischen Digitalausgang mehr. Das muss man also jetzt auch über den HDMI-Ausgang hier abgreifen, das Tonsignal. Leider wie gesagt kein Toslink-Anschluss mehr für ältere AV-Receiver, um das Dolby-Digitalsignal zu übertragen. Hier sehen wir die Konsole mal von oben, das ist hier der Lüftungsbereich. Da sehen wir auch dieses leicht angegrünte, das sieht man jetzt von der Seite hier, leicht angegrünte Gitter. Und der riesengroße Lüfter, der sich da runter befindet. Ja, das braucht die Konsole auch, denn die hat ja einiges an Leistung. 12 Teraflops wollen natürlich auch ordentlich gekühlt werden. Ja. Und hier unten dann den Standfuß. Ja, nichts Besonderes, also wenn man die Konsole wie ein Tower aufrecht stellen möchte, kann man das hier über diesen gummierten Ständer hier tun. Ja, dann schauen wir uns auch gleich mal das Gewicht an von der Konsole und es ist wirklich erstaunlich, wie viel der kleine Quader hier auf die Waage bringt. Bei der Xbox One X waren es noch knapp 3,7 Kilogramm, also etwas drunter, und hier kommen wir schon auf 4,4 Kilogramm, über 4,4, also fast 4,5 Kilogramm. Das ist schon gewaltig, was man da alles in den Quader hier rangequetscht hat. Was sich genau noch in der Konsole befindet, werden wir uns dann in dem gesonderten Teardown bzw. Zerlegungsvideo anschauen, was noch folgt. Hier jetzt erstmal der neue Controller, ja, also der neue Wireless Controller, und sofort fällt hier dieses überarbeitete Steuerkreuz auf. Ja, immer noch sehr präzise, aber ein bisschen überarbeitet und ein bisschen haptischer. Dann wie gesagt hier diese Share-Taste, ja, ähnlich wie bei der PS4 lassen sich also jetzt hier Bilder und Videos aufnehmen, also Screenshots, und die kann man dann entsprechend auch auf die Festplatte speichern. Auf der Rückseite gibt es soweit nichts Neues zu vermelden. Wir haben jetzt hier das Batteriefach, ganz normal für 2 Mignon-Batterien, ja, also genau wie beim Vorgänger-Controller. Können wir hier also ganz normale Mignon-Batterien oder Akkus verwenden, die sich natürlich dann auch im Controller laden lassen über diesen USB-C-Anschluss. Hier dann der Connect-Button zum Verbinden mit der Konsole. Ja, und das war es im Prinzip auch schon. Die beiden Analog-Sticks fühlen sich nach wie vor sehr geschmeidig an und sehr präzise. Ja, dann haben wir hier noch den Expansionsport für spezielle Headsets mit Zusatzfunktionen, zum Beispiel Lautstärkeregelung und so weiter, sowie einen normalen Kopfhörer bzw. Headset Ein- und Ausgang.
Insgesamt muss ich sagen, ist die Verarbeitung sehr gut, also auch die Schulterbuttons fühlen sich sehr präzise an und sehr geschmeidig. Ja. Hier oben, aber ich denke mal, das dürfte selbsterklärend sein, dann noch der Xbox-Button zum Ein- und Ausschalten des Geräts bzw. zum Aufrufen des Menüs. So, das wäre es dann erstmal zum Unboxing und den Anschlüssen der Konsole. Mehr dazu gibt es dann in einem gesonderten Teardown-Video, wo dann auch die Technik genauer erläutert wird. Ja, dann würde ich sagen, danke erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.